Deutsch lernen durch Hören. Lisa hat Liebeskummer. Anna und Ben sind seit 4 Jahren ein Paar. Sie wohnen beide in Hamburg. Jeder hat seine eigene Wohnung behalten. Das finden sie praktischer so. Sie haben unterschiedliche Arbeitszeiten und würden einander stören. Anna und Ben treffen sich nur an den Wochenenden. Heute haben sie sich bei Anna verabredet. Als Ben ankommt, ist gerade Lisa zu Besuch. Lisa ist Annas beste Freundin. Sie sitzt in der Küche und weint. Was ist denn passiert? Ben versucht, Lisa zu trösten. Anna erklärt es ihm. Lisa hat Liebeskummer. Mark hat nie Zeit für sie. Sie glaubt, dass er eine Affäre hat. Ben kann das nicht glauben. Mark? Nie im Leben. Mark liebt Lisa über alles. Ben hat Mitleid mit Lisa. Er nimmt sie freundlich in den Arm. Kopf hoch, Lisa. Alles wird wieder gut. Wir wollen heute Abend eigentlich essen gehen, aber wir könnten doch auch zu dritt zusammen etwas Leckeres kochen. Du bleibst bei uns. Du solltest heute nicht alleine sein. Anna findet die Idee gut. Lisa lässt sich gerne überreden. Anna schaut nach, was sie an Vorräten noch zu Hause hat. Leute, wir machen Lasagne mit ganz viel Käse. Käse ist die beste Medizin gegen Liebeskummer. Jetzt muss auch Lisa ein bisschen lächeln. Annas Lasagne ist die beste der Welt. Jetzt sieht Lisa die Welt mit vollem Magen schon viel besser und denkt vernünftig. Wahrscheinlich war das Ganze nur ein Irrtum. Mark muss zurzeit sehr viel arbeiten. Er macht Überstunden. Vielleicht ist er deshalb immer so müde. Oder er braucht auch eine Portion Lasagne, sagt Lisa lachend. Anna lacht auch. Essen ist immer gut. Wir haben noch sehr viel übrig. Ich packe dir etwas ein. Das kannst du mitnehmen und ihn damit verwöhnen. Dann will ich mal verschwinden. Ihr beide solltet auch noch ein bisschen Zeit für euch alleine haben. Sonst muss ich demnächst einen von euch mit Lasagne trösten, sagt Lisa und steht auf. Ben möchte das lieber nicht erleben. Er weiß, Lisa kann nicht gut kochen. Sie würde sogar Wasser anbrennen lassen. Ich rufe dir ein Taxi, sagt Ben. Fortsetzung folgt. Ben verliebt sich in Lisa. Ben freut sich auf einen gemütlichen Abend. Es ist Mittwoch. Mittwochs kommt seine Lieblingsserie im Fernsehen. Diese schaut er am liebsten alleine an. Seine Freundin Anna mag keine Krimis und redet immer dazwischen. Das stört Ben sehr. Ben stellt eine Dose Bier und eine Schale mit Chips auf den Wohnzimmertisch. Gleich beginnt sein Film. Da klingelt es plötzlich an der Wohnungstür. Wer stört mich jetzt? Etwas verärgert öffnet Ben die Tür. Draußen steht Lisa. Sie sieht verzweifelt aus. Was ist denn jetzt wieder los? Komm doch bitte erst mal herein. Lisa weint. Anna ist nicht da. Sie hat heute Chorprobe. Ich brauche jemanden, der mich tröstet. Ben holt eine zweite Dose Bier und bittet Lisa ins Wohnzimmer. Komm, wir sehen den Krimi gemeinsam. Lisa lehnt sich an Ben an. Ich liebe Krimis. Ein perfekter Mord lenkt von den eigenen Sorgen ab. Dafür sind Filme ja erfunden worden. Jetzt aber leise, da kommt schon der Mörder um die Ecke. Sie schauen den Film.
Immer wenn es spannend wird, kommt Lisa ein kleines Stückchen Ben näher. Ben findet das zuerst etwas seltsam, aber mit jedem Mord genießt er Lisas Nähe mehr. Schade, dass der Krimi irgendwann zu Ende ist. »Mit dir kann man perfekt zusammen fernsehen«, sagt er. Lisa sieht ihm in die Augen. »Und du bist die beste Gesellschaft, wenn man traurig ist.« Beim Abschied nimmt Ben Lisa etwas länger als nötig in die Arme. »Verdammt, ich glaube, ich habe mich gerade in Lisa verliebt«, denkt er, als er die Tür hinter Lisa zumacht. Das wird eine Menge Ärger geben. Lisa lügt Anna an. Lisas Handy klingelt. Es ist Anna, ihre beste Freundin. »Hallo Anna, wie geht es dir?« »Das wollte ich dich eigentlich fragen. Du warst doch neulich so traurig wegen Marc. Ist inzwischen alles wieder gut mit euch?« Lisa weiß nicht so richtig, was sie antworten soll. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Sie trifft sich seit einiger Zeit jeden Mittwoch mit Annas Freund Ben. Anna weiß bisher nichts davon. Ben meint, sie könnte sonst eifersüchtig werden. Lisa findet, dass er übertreibt. »Wir schauen doch nur zusammen den Krimi. Das ist doch nichts Verbotenes.« Trotzdem hat sie kein gutes Gefühl bei der Sache. »Ja, es geht mir wieder besser. Marc muss tatsächlich nur sehr viel arbeiten. Ich habe ihn neulich spontan im Büro besucht. Er war dort wirklich alleine. Siehst du, Lisa, das haben wir dir ja gleich gesagt. Du solltest unbedingt kochen lernen. Dann kannst du ihn gelegentlich mit einem guten Essen überraschen. In der Volkshochschule beginnt am nächsten Mittwoch ein Kochkurs. Wollen wir ihn zusammen besuchen?« Lisa erschrickt. Mittwoch ist eigentlich ihr Krimiabend mit Ben. Da kann sie keinen Kochkurs machen. »Oh, das ist eine gute Idee. Aber du hast doch mittwochs immer deine Chorprobe. Das passt schlecht. Und alleine mag ich da nicht hingehen. Ich werde mir lieber ein paar YouTube-Videos anschauen. Die erklären das oft sehr gut.« Anna stimmt ihr zu. »Ja klar, an die Proben am Mittwoch habe ich gerade gar nicht gedacht. Also dann eben YouTube. Du machst das schon. Ich muss jetzt auflegen. Mein Chef ruft mich an. Ciao, Lisa, bis bald.« Lisa fühlt sich nicht wohl. Sie hat gerade ihre beste Freundin angelogen. Das hat sie noch nie getan. Sie muss unbedingt mit Ben reden. Diese Heimlichkeiten sind nicht gut. Freunde müssen ehrlich zueinander sein. Anna ist wütend auf Lisa. Es ist Samstag. Anna und Ben haben sich heute verabredet. Sie wollen in Bens Wohnung einen gemütlichen Abend verbringen. Ben hat vorhin beim Lieferdienst eine große Pizza bestellt. Sie wird in einer halben Stunde gebracht. In der Zwischenzeit deckt Ben den Tisch im Wohnzimmer. Er öffnet eine Flasche Rotwein und stellt 2 Gläser auf den Tisch. Anna betritt gerade die Wohnung. Sie hat einen eigenen Schlüssel und muss nicht klingeln. »Hallo Schatz, die Pizza ist schon bestellt. Mach es dir doch auf dem Sofa gemütlich.« Ben gibt Anna einen Kuss auf die Stirn. Anna wundert sich, sonst hat er sie immer anders begrüßt. Nun ja, vielleicht ist er etwas im Stress, denkt sie und setzt sich auf das Sofa. Es klingelt an der Tür, die Pizza kommt. Ben bezahlt. Dann legt er die Pizza auf einen großen Teller. Als er damit das Wohnzimmer betritt, erschrickt er.
Fast hätte er das Essen fallen lassen. Anna hat etwas Glitzerndes in der Hand. »Sag mal, Ben, ist das nicht Lisas Armband? Das habe ich ihr doch letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Wie kommt das auf dein Sofa? War Lisa hier? Warum hast du mir davon nichts erzählt? Habt ihr Geheimnisse?« Ben fühlt sich erwischt. Jetzt muss er die Wahrheit sagen. Aber nicht die ganze Wahrheit. Er erzählt, dass Lisa jeden Mittwoch zum Krimiabend kommt. Dabei muss sie wohl das Armband verloren haben. »Also Ben, das hättet ihr mir doch sagen können. Wenn es wirklich nur Fernsehen ist, ist das doch nichts Schlimmes. Ich mag ohnehin keine Krimis. Aber auf Lisa bin ich sauer. Das teure Armband. Wie kann sie das einfach verlieren? Sie muss besser auf ihre Sachen aufpassen. Sonst verliert sie irgendwann noch ihren Kopf. Aber jetzt lass uns die Pizza essen, bevor sie kalt wird. Komm, setz dich neben mich. Wir lassen uns den Abend nicht von einem Armband verderben.« Ben ist erleichtert. Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen. Aber irgendwie schmeckt ihm heute die Pizza nicht wirklich gut. Anna hat die Schnauze voll. Anna ist mit Lisa zum Kaffeetrinken verabredet. In einem kleinen Café sitzen sich die beiden gegenüber. Anna sucht in ihrer Handtasche. Sie holt etwas Glitzerndes raus. »Schau mal, was ich bei Ben auf dem Sofa gefunden habe.« Lisa erschrickt. Sie hat das Armband schon vermisst. Es war ein Geschenk von Anna gewesen, aber sie konnte sich nicht erinnern, wo sie es verloren hatte. »Es ist nicht so, wie du denkst.« Jetzt wird Anna misstrauisch. »Was meinst du damit? Ben hat mir schon von eurem Krimiabend erzählt. Ich war eigentlich zuerst nur sauer, weil du nicht auf das Armband aufgepasst hast. Das Ding war teuer. Aber so, wie du gerade reagierst, steckt dahinter doch mehr. Hast du etwa eine Affäre mit Ben?« Anna redet jetzt sehr laut. Die Gäste am Nebentisch schauen interessiert zu ihnen. Lisa kann nichts sagen. Sie hat so ein schlechtes Gewissen. Anna knallt das Armband auf den Tisch. »Ich bin so dumm! Natürlich habt ihr eine Affäre. Schämst du dich gar nicht? Ich dachte, wir sind Freundinnen. Das macht man nicht. Weiß Marc davon?« Ein Kellner nähert sich. Er bittet Anna, nicht so laut zu reden. »Wie bitte? Jetzt soll ich auch noch leise sein? Ich habe die Schnauze voll. Macht doch alle, was ihr wollt. Wozu rede ich überhaupt? Ihr seid doch verrückt.« Anna versucht nicht zu weinen. Sie nimmt ihre Jacke von der Garderobe und geht mit schnellen Schritten davon. Lisa versucht nicht, ihr hinterherzulaufen. Sie weiß, es hat keinen Zweck. Solch einen Vertrauensbruch kann man nicht so einfach heilen. Lisa bezahlt die Rechnung und verlässt das Café. Sie muss unbedingt schnell nach Hause, bevor Anna Marc anruft. Sie hat keine Ahnung, wie er reagieren wird. Aber angenehm wird es sicher nicht werden. Was habe ich mir nur dabei gedacht, mich an Ben heranzumachen? Ich habe alles zerstört. Marc ist eifersüchtig. Anna und Marc gehen im Park spazieren. »So kann man sich besser unterhalten«, sagt Anna. Es ist Herbst. Auf den Wegen liegen bunte Blätter. Marc redet nicht viel. Anna hat ihm gerade erzählt, dass ihr Freund Ben eine Affäre mit Marcs Frau Lisa hat.
Was soll ich dazu sagen? Ich hatte in letzter Zeit viel auf der Arbeit zu tun. Ich mache Überstunden. Lisa und ich haben uns kaum noch gesehen, sagt Mark. Anna bleibt stehen. Ja, sie war deswegen auch bei uns. Sie dachte, du hättest eine Affäre. Anscheinend war es nicht so. Ich habe die Wahrheit gesehen. Sie betrügt dich. Sie betrügt uns alle. Anna hatte eigentlich erwartet, dass Mark wütend wird. Darauf war sie vorbereitet. Aber Mark ist nur traurig. Er schiebt mit dem Fuß Blätter hin und her. Das tut sehr weh. Weißt du, Anna, ich liebe Lisa sehr. Wir sind jetzt 7 Jahre verheiratet. Was soll ich dazu sagen? Was kann ich tun? Anna schüttelt traurig den Kopf. Wir können nichts tun. Ich bin aber mehr wütend als traurig. So eng war die Beziehung mit Ben nicht. Wir haben ja nicht einmal zusammen gewohnt. Jetzt habe ich mit ihm Schluss gemacht. Aber du und Lisa, ihr seht euch noch jeden Tag. Das muss schrecklich sein. Zum Glück haben wir keine Kinder. Ich müsste mir eine eigene Wohnung suchen. Aber das wird nicht so schnell gehen. Die nächste Zeit wird hart für mich werden. Ich bin unglaublich traurig. Ich will Lisa im Moment nicht sehen. Wer weiß, was ich sonst mache. Anna hat eine Idee. Mark, du kannst gerne für eine Weile zu mir ziehen. Ich habe doch ein kleines Zimmer, das nie benutzt wird. Da kannst du schlafen. Ich bin in den nächsten Wochen kaum zu Hause. Du hättest deine Ruhe. Mark gefällt der Vorschlag. Er will heute noch seine Sachen packen. Lisa ist besorgt. Wo ist Mark? Lisa kommt nach Hause. Zum Glück ist Mark noch nicht da. Hoffentlich hat Anna ihm noch nichts von ihrer Affäre mit Ben erzählt. Lisa bereut sehr, dass sie das erlebt hat. Dabei ist eigentlich gar nicht viel passiert. Es waren nur ein paar gemeinsame Fernsehabende und ein bisschen Kuscheln. Aber sie weiß, Ben wäre gerne einen Schritt weiter gegangen. Ben ist ein sogenannter Frauentyp. Er flirtet gerne und bei jeder passenden Gelegenheit. Die meisten Frauen mögen ihn, aber Lisa ist einfach nur einsam gewesen. Sie wollte nur Gesellschaft. Nun ja, ich werde gleich mit ihm reden, wenn er nach Hause kommt, denkt Lisa. Während sie auf ihn wartet, kocht sie das einzige Gericht, das sie kann: Spaghetti mit Tomatensauce aus der Packung. Fertiggerichte sind immer eine sichere Sache. Die Nudeln sind längst fertig gekocht und schon wieder kalt geworden. Lisa konnte nichts essen. Sie macht sich Sorgen. Mark ist immer noch nicht gekommen. Es ist mittlerweile 8 Uhr abends. Besorgt läuft Lisa in der Wohnung hin und her. Da fällt ihr auf, dass im Badezimmer etwas fehlt. Marks Zahnbürste ist verschwunden. Also weiß er Bescheid. Er ist weg. Lisa macht sich Sorgen. Wo kann er denn sein? Sie ruft Anna an. »Hallo Anna, sag mal, hast du mit Mark geredet? Er ist verschwunden.« »Ja, er ist fix und fertig. Er braucht eine Auszeit.« »Ich soll dir nicht sagen, wo er ist. Du hast ihm sehr wehgetan.« Lisa ist traurig. Sie merkt erst jetzt, wie sehr ihr Mark fehlt. »Wenn ich ihm nur alles erklären könnte, ist es wirklich nicht so schlimm, wie es aussieht.« Aber Anna bleibt hart. »Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Lass ihn jetzt einfach in Ruhe.« Lisa weiß, Anna hat recht. Sie hofft trotzdem, dass alles noch ein gutes Ende haben wird.
In der Zwischenzeit isst sie die kalten Spaghetti. Mit leerem Magen sind Sorgen noch schwerer zu ertragen. Tom rastet aus. Lisa sitzt in ihrer Wohnung. Sie überlegt, was sie tun kann. Sie vermisst Mark sehr. Sie ruft ihren Bruder Tom an. Tom hört sich die Geschichte in aller Ruhe an. Er kennt Ben von früher. Tom weiß, dass Ben gerne flirtet. »Lisa, wie machst du das? Er hat Interesse an den Frauen, die sich einsam fühlen. Aber er macht damit viele Beziehungen kaputt. Ich hoffe, du kannst deine Ehe noch retten. Wenn Mark wieder auftaucht, rede ich auch noch einmal mit ihm. Aber jetzt kümmere ich mich mal um Ben.« Tom beendet das Telefonat. Jetzt sorgt sich Lisa noch mehr. Ihr Bruder ist oft etwas gewalttätig. Ben hätte das verdient, aber Lisa fürchtet, dass Tom zu weit gehen könnte. Sie ruft Ben an. »Ben, bitte pass auf, Tom ist auf dem Weg zu dir. Er ist sehr wütend auf dich. Mach lieber nicht die Tür auf.« In diesem Moment hört sie schon durchs Telefon die Türklingel bei Ben. Der legt das Handy zwar zur Seite, beendet aber das Gespräch nicht. Lisa kann alles mithören, was in der Wohnung geschieht. Sie hört Ben. »Ich mache nicht auf. Geh weg. Misch dich nicht ein. Das geht dich gar nichts an.« Dann folgt ein lautes Krachen. Offenbar hat Tom gegen die Tür getreten. Lisa hat genug gehört. Sie ruft die Polizei an, bevor noch etwas Schlimmes passiert. Das Gespräch mit Ben hat sie aber nicht beendet. Sie hört Polizeisirenen und Männerstimmen. Das ging ja schnell. Lisa ist erleichtert. Wenigstens hier konnte sie helfen. Jetzt hofft sie nur, dass es ihr gelingt, auch ihre Ehe zu retten. Einmal Betrüger, immer Betrüger? Mark, ich finde, du solltest dich mit Lisa unterhalten, sagt Anna. Ich glaube, sie bereut ihren Fehler. Ich habe sie gestern getroffen. Sie ist sehr unglücklich. Unglücklich? Das bin ich auch. Diese ganze Geschichte macht mich fertig. Aber ich habe Angst, mit ihr zu reden. Das tut mir alles viel zu weh. Anna schenkt Mark eine Tasse Tee ein. Inzwischen weiß ich von Ben, dass da gar nicht viel passiert ist. Lisa war nur einsam, weil du nie Zeit für sie hattest. Das hatte Ben gesehen. Du kennst ihn ja. Frauen sind sein Hobby. Du hättest Lisa erzählen müssen, dass du so viel Arbeit hast. Mark nickt. Ja, du hast recht. Aber ich war immer so müde und hatte keine Lust zum Reden. Jetzt weiß ich es besser. Anna muss Mark etwas beichten. Ich habe Lisa gesagt, wo du bist. Sie wird gleich herkommen. Sie möchte unbedingt alles klarstellen. Mark nickt. Ja, ist schon okay. Es klingelt. Lisa ist da. Anna bittet sie herein. So, ich gehe jetzt eine Runde spazieren. Wenn ich zurückkomme, möchte ich gerne, dass die Möbel noch ganz sind. Jetzt müssen alle lachen. Das Eis ist gebrochen. Lisa und Mark können sich in aller Ruhe sprechen. Jeder sieht ein, dass er Fehler gemacht hat. Sie wollen aber nicht so einfach aufgeben. Ihre Ehe ist ihnen wichtig. Nur den Kontakt zu Ben wollen sie abbrechen. Anna will ihn auch nicht zurückhaben.
Einmal Betrüger, immer Betrüger. Da bin ich lieber Single. Lasst uns die Versöhnung doch mit einer Pizza feiern. Ich bestelle uns eine große Partypizza mit ganz viel Käse. Käse ist immer gut. Und der Pizzamann ist irgendwie niedlich. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und an der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Was und Ruhe. Das bist du, hältst mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Du bist das Salz in meiner Suppe, die Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Was und Ruhe. Das bist du, hältst mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Kein guter Start für Antonio. Es klingelt. Anna rennt zur Tür und öffnet. Die bestellte Pizza ist angekommen. Der Tisch ist bereits gedeckt. Marc und Lisa haben schon den Wein eingeschenkt. Antonio, endlich! Wir sind fast verhungert. Warum hat das heute so lange gedauert? Bitte vielmals um Entschuldigung, Signorina Anna. Unser Koch ist krank. Deshalb musste ich die Pizza selber machen. Ich hoffe, sie schmeckt trotzdem. Antonio lächelt Anna an. Er ist sehr charmant. Anna kann ihm nicht böse sein. Das werden wir gleich feststellen. Sie nimmt den Karton und stellt ihn auf den Küchentisch. Dann bezahlt sie die Pizza. Sie gibt Antonio ein großzügiges Trinkgeld. Danke, Signorina, und ciao. Ich muss gleich weiter. Guten Appetit. Antonio verschwindet wieder. Endlich können die Freunde essen. Versöhnung macht hungrig, sagt Lisa und nimmt sich ein großes Stück Pizza. Marc nimmt sein Glas Wein. Prost, ihr Lieben! Anna schaut verträumt auf die Pilze, die auf der Pizza liegen. Ach, der Antonio ist schon ein schöner Mann. Lisa lacht. Gerade eben hast du dich von Ben getrennt. Gönne dir doch erst einmal eine kleine Pause. Anna kaut auf einem Stück Pizza.
Oh je, das schmeckt ja schrecklich. Auch Mark kann seinen Bissen nicht schlucken. Lisa probiert sie jetzt auch. Was hat er denn da gemacht? Die Pizza ist ja viel zu salzig. Das kann man nicht essen. Was nützt ein schöner Mann, wenn er nicht kochen kann? Jetzt müssen alle lachen. Anna sagt, ich habe noch ein Paket Spaghetti, das koche ich jetzt schnell. Eine fertige Soße aus dem Glas habe ich auch noch. Die Hauptsache ist, wir werden satt. Aber den Antonio rufe ich trotzdem an. Er schuldet uns auf jeden Fall noch eine essbare Pizza. Lisa nickt. Das war kein guter Start für den schönen Antonio. Aber wer weiß, vielleicht hat er andere Qualitäten. Wenn er nicht kochen kann, kann er sicher gut küssen. Anna nimmt ihr Handy. Wir werden sehen. Wellness-Tag für Anna und Lisa. Anna und Lisa sind nach ihrem Streit wieder beste Freundinnen. Sie haben für heute einen Wellness-Tag geplant. Zuerst gehen sie in die Sauna. Das ist gesund und es macht die Haut weich. Den Rest erledigen wir dann zu Hause. Anna macht ein geheimnisvolles Gesicht. Sie möchte Lisa heute richtig verwöhnen. In der Sauna ist es heute sehr voll. Schade, so richtig gemütlich ist das aber nicht, sagt Lisa. Sie machen nur einen Aufguss mit. In der Ruhezone beschließen sie, lieber zu Anna zu fahren. In der überfüllten Sauna gefällt es ihnen nicht. Anna hat zu Hause schon alles vorbereitet. Sie wollen sich zu zweit einen gemütlichen Abend machen. Zuerst kocht Anna eine große Kanne Tee. Dann holt sie aus dem Kühlschrank eine Packung Quark und eine Gurke. Lisa ahnt schon, was jetzt kommt. Wir machen eine Maske für die Haut. Wunderbar, das wollte ich immer schon mal probieren. Ja, genau. Und nebenbei schauen wir einen Liebesfilm auf Netflix. Lisa freut sich. Das wird ein wunderbarer Frauentag. Lisa verteilt vorsichtig eine Portion Quark auf Annas Gesicht. Dann legt sie Gurkenscheiben auf den Quark. Anna macht das Gleiche bei Lisa. Jetzt sehen beide aus wie Gespenster. Sie sitzen nebeneinander auf dem Sofa und schauen Titanic. Dazu trinken sie Tee und essen Kuchen. Plötzlich klingelt es an der Tür. Wer kann das sein? Sie erwarten niemanden. Anna fragt durch die Sprechanlage, wer an der Tür ist. Ich bin es, Antonio. Ich bringe dir eine neue Pizza. Oh je. Der schönste Mann der Welt ist da und Anna hat Gurken im Gesicht. Sie öffnet trotzdem. Antonio lacht, als er Anna und Lisa sieht. Ihr seid doch bereits hübsch genug. Die beiden Frauen freuen sich über die spontane Pizza. Jetzt wird der Wellness-Tag doppelt so schön. Aber Antonio möchten sie bei ihrem Frauentag nicht dabei haben. Auch wenn er schön ist. Wellness ist ohne Männer am besten. Die Pizza ist diesmal nicht zu salzig. Der Chefkoch ist nämlich wieder gesund. Ein perfekter Tag. Antonio wird in der Kneipe verprügelt. Heute haben Anna und Antonio ihr erstes Date. Antonio ist Annas Pizzabote. Anna liebt Pizza. Sie bestellt sehr oft bei Antonios Chef Luigi. Sie findet, dass Antonio der schönste Mann der Welt ist. Sie ist ein bisschen verliebt in ihn.
Deshalb hat sie sich sehr gefreut, als Antonio sie eingeladen hat. Sie wollen zusammen in eine Kneipe gehen und danach vielleicht noch eine Pizza bei Luigi holen. Mal sehen. Anna und Antonio sitzen gemütlich an einem kleinen Tisch in der Kneipe zur Gemütlichkeit. Es ist sehr voll heute. Das stört die beiden aber nicht. Sie unterhalten sich gut. Anna trinkt eine Cola und Antonio hat sich ein Glas Rotwein bestellt. »Das ist so typisch italienisch«, lacht Anna. »Ihr würdet nie Bier trinken, oder?« Antonio schüttelt den Kopf. »Natürlich trinken Italiener auch Bier. Es gibt einige gute italienische Biersorten. Aber heute möchte ich eben Wein. Das ist irgendwie eleganter. Auf jeden Fall eleganter als Gurkenscheiben im Gesicht.« Anna erinnert sich ungern an Antonios überraschenden Besuch an ihrem Wellness-Tag. Das war neulich ziemlich peinlich. Heute findet sie es aber sehr lustig. Plötzlich steht ein Mann an ihrem Tisch. Es ist Ben, Annas Ex-Freund. »So, was machst du denn hier? Was ist denn das für ein Typ da? Der ist aber nicht von hier.« Anna erschrickt. Ben ist betrunken und aggressiv. »Ben, bitte lass uns in Ruhe.« Sie versucht, freundlich zu bleiben. Aber sie kennt Ben. Die Situation ist gefährlich. Ben schaut Antonio an. »Na du, Spaghettifresser? Lass die Finger von deutschen Frauen!« Jetzt wird Anna wütend. »Halt den Mund, Ben! Lass uns in Ruhe!« Antonio bleibt gelassen. Er kennt solche dummen Sprüche. Er ignoriert Typen wie Ben einfach. Aber Ben greift plötzlich über den Tisch. Er zieht Antonio am Pullover zu sich. Dann schlägt er ihm mitten ins Gesicht. Anna schreit. Antonio verteidigt sich. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Der Tisch fällt um. Antonio und Ben prügeln sich. Jetzt reagieren die anderen Gäste. Sie versuchen, die beiden Männer voneinander zu trennen. Nach einer Weile gelingt es ihnen. Inzwischen ist die Polizei angekommen. Sie nimmt Ben mit auf die Wache. »Das wird dir noch leid tun«, schreit Ben, bevor die Polizei ihn ins Auto steckt. Antonio nimmt das nicht ernst. An diesem Abend ist er Annas Held, der schönste Held der Welt. Antonio ist verschwunden. Es ist Sonntagnachmittag. Anna sitzt gemütlich in der Küche und trinkt Kaffee. Sie wartet auf eine SMS von Antonio. Annas Handy klingelt. Es ist Luigi, Antonios Chef. »Entschuldigung bitte, ich suche Antonio. Er ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Wissen Sie vielleicht, wo er ist? Ist er bei Ihnen?« »Nein, er ist nicht hier.« »Ich habe heute noch nichts von ihm gehört. Ich habe ihm schon ein paar Nachrichten geschrieben. Er schreibt mir sonst immer gleich zurück. Das ist komisch.« »Ich dachte, er hat vielleicht Stress auf der Arbeit.« Luigi überlegt. »Ich schaue mal, ob er in seiner Wohnung ist. Vielleicht ist sein Handy kaputt.« Anna macht sich Sorgen. Seit kurzem ist sie mit Antonio zusammen. Neulich hat ihr Ex-Freund Ben ihn in der Kneipe verprügelt. Anna hat sich um Antonio gekümmert. Dabei sind sie sich näher gekommen. Ben ist ein gefährlicher Typ. Er hat seltsame Freunde. Sie fangen oft Streit mit Leuten an, die ihnen nicht gefallen. Dabei kommt es immer wieder zu Gewalt. Was, wenn Ben Antonio wieder verprügelt hat?
Vielleicht liegt mein Toni irgendwo hilflos im Graben. Ich muss ihn suchen gehen. Anna ruft Lisa und Mark an. Sie wollen bei der Suche helfen. Gemeinsam durchsuchen sie das Stadtviertel. Sie fragen Leute, ob jemand Antonio gesehen hat. Aber keiner kann ihnen helfen. Auch bei der Polizei haben sie keinen Erfolg. Antonio ist erwachsen. Da beginnt die Polizei mit einer Suche erst nach 48 Stunden. Und nur dann, wenn ein Verdacht auf eine Straftat besteht. Das kann Anna zurzeit noch nicht beweisen. Aber sie hat ein sehr schlechtes Gefühl. Sie ist sich sicher, ihrem Antonio ist etwas Schlimmes passiert. Antonio steckt in Lebensgefahr. Antonio liegt auf dem kalten Betonboden. Er ist gefesselt. Er kann sich kaum bewegen. Vor ein paar Minuten ist er erst wieder aus seiner Ohnmacht aufgewacht. Er versucht sich zu erinnern, was ist passiert. Langsam fällt ihm alles wieder ein. Als er am Samstagabend aus Annas Wohnung gekommen ist, hat er Schritte hinter sich gehört. Jemand hatte im Schatten auf ihn gewartet. Es war Ben. Aber er war nicht alleine. Ein paar Freunde waren auch dabei. Antonio wusste, das wird unangenehm. Er wollte fliehen, aber seine Gegner waren schneller. Sie haben ihn geschlagen. Und jetzt liegt er hier in diesem Keller. Es ist dunkel und kalt. Antonio ist kein ängstlicher Mann, aber diese Situation kommt ihm gefährlich vor. Er kennt Menschen wie Ben. Sie fühlen sich in der Gruppe stark. Sie schlagen einfach nur, was ihnen nicht gefällt. Antonio hat doppeltes Pech. Erstens ist er kein Deutscher. Zweitens ist er mit Bens Ex-Freundin Anna zusammen. Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Kommen die Typen wieder? Schlagen sie ihn noch einmal zusammen? Oder kommen sie nicht wieder? Lassen sie ihn hier im Keller verhungern. Antonio weiß nicht, welche Möglichkeit schrecklicher ist. Hoffentlich lassen sie wenigstens Anna in Ruhe, denkt er. Er liebt Anna sehr. Er ist schon seit Monaten in sie verliebt. Aber sie war ja damals noch mit Ben zusammen. Das hat er nie verstanden. So eine wunderbare Frau und dazu dieser furchtbare Typ. Antonio versucht, seine Fesseln etwas zu lockern. Das gelingt ihm nicht. Ben hat ihn wirklich sehr gut gefesselt. Plötzlich hört er ein Geräusch. Ein Schlüssel dreht sich im Schloss. Die Tür öffnet sich. Licht fällt in den Keller. In der Tür sieht er den Schatten von mehreren Personen. »Hallo Spaghetti!« Es ist Ben. Er hat seine Freunde mitgebracht. Annas größter Albtraum wird wahr. Anna ist verzweifelt. Seit 2 Tagen ist ihr Freund Antonio verschwunden. Sie ahnt, dass ihr Ex-Freund Ben etwas damit zu tun hat. Anna hat bei der Polizei eine Vermisstenanzeige erstattet. Aber Antonio bleibt spurlos verschwunden. Anna hat Angst, dass ihm etwas Schlimmes passiert ist. Anna hört ein Geräusch an ihrer Wohnungstür. Jemand schiebt einen Zettel unter der Tür durch. Anna ist leider nicht schnell genug. Als sie die Tür öffnet, ist niemand mehr zu sehen. Sie liest, was auf dem Zettel steht. Vergiss den Italiener. Halte dich an deutsche Männer. Den Spaghetti siehst du nie wieder.
Der Text ist in Druckbuchstaben geschrieben. Trotzdem erkennt Anna Bens Handschrift. Er macht immer so komische Haken beim großen H. Zitternd wählt Anna Lisas Nummer. Sie hat schreckliche Angst um Antonio. Lisa rät: Damit musst du sofort zur Polizei. Jetzt müssen sie ihre Suche verstärken. Ich hole dich ab. Wir fahren zusammen. Auf dem Polizeirevier nimmt man ihre Sorgen endlich ernst. Beamte fahren zu Bens Wohnung. Sie holen ihn zum Verhör. Die Kommissarin fragt Ben, wo Antonio ist. Er ist alleine. Seine Freunde sind nicht bei ihm. Ben fühlt sich jetzt nicht mehr so stark wie in der Gruppe. Nach einer Weile erzählt er der Beamtin, wo Antonio ist. Anna darf mit der Polizei zu dem Haus fahren, wo Antonio gefangen gehalten wird. Ein Notarzt ist schon vor Ort. Sie sieht Antonio. Er liegt bereits auf einer Trage und wird gerade in den Krankenwagen gebracht. Anna kann auch dort mitfahren. Antonio sieht nicht gut aus. Er wurde heftig geschlagen und getreten. Anna hält seine Hand. Der Notarzt nickt ihr zu. Das wird wieder gut. Er ist zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt. Anna versucht nicht zu weinen. Antonio ist noch bewusstlos. Aber er wird wieder gesund. Und Ben kommt für eine ganze Weile ins Gefängnis. Sie sind vor ihm sicher. Es wird alles wieder gut. Autodiebstahl. Anna ist aufgeregt. Sie kann heute Antonio aus dem Krankenhaus abholen. Er war brutal geschlagen und dabei schwer verletzt worden. Er musste 3 Wochen lang im Krankenhaus behandelt werden. Sie parkt ihr Auto auf dem großen Parkplatz vor der Klinik. Dann nimmt sie ihre Handtasche und geht ins Gebäude. Antonio wartet schon in der Empfangshalle auf sie. »Endlich, mein Schatz. Komm, wir gehen schnell von hier. Ich habe zu Hause eine Lasagne vorbereitet. Wir müssen sie nur noch in den Ofen schieben.« Anna zieht Antonios Koffer hinter sich her. Er darf sich noch nicht anstrengen. »Nur keine Eile, Bellissima. Bekomme ich keinen Kuss?« »Küssen können wir uns zu Hause«, lacht Anna. »Jetzt komm bitte, sonst muss ich so viel Parkgebühren zahlen. Hoffentlich finde ich das Auto wieder. Der Parkplatz ist riesig.« Anna und Antonio suchen nach dem Auto. Immer wieder drückt Anna auf den elektrischen Autoschlüssel. Durch das Signal blinken bei ihrem Auto die Blinklichter. So kann man es leichter finden. Aber kein Auto reagiert. Irgendwo muss es doch sein. Anna ist nervös. Hat sie den Wagen wirklich abgeschlossen? Oder hat sie das vergessen, weil sie schnell zu Antonio wollte? Sie weiß es nicht mehr. »Antonio, ich glaube, jemand hat mein Auto gestohlen.« »Oh, bitte nicht. Ich kann doch nicht mit der Bahn nach Hause fahren. Das ist zu anstrengend.« Anna schüttelt den Kopf. »Nein, ich bestelle jetzt ein Taxi für dich. Und ich rufe Lisa an. Sie wird dir zu Hause helfen. Ich muss den Diebstahl bei der Polizei melden.« Antonio ist traurig. Er hatte sich so sehr darauf gefreut, nach Hause zu kommen. Und jetzt muss Anna sich um das gestohlene Auto kümmern. So ein Pech. Aber jedenfalls werden wir die Zeit nutzen, bis das Taxi kommt. Er nimmt Anna in die Arme. Ein Begrüßungskuss muss einfach sein. Anna freut sich, dass Antonio immer noch seinen Sinn für Humor behalten hat.
Die kleine Lea wird entführt. Lisa wartet in Annas Wohnung auf Antonio. Sie will sich um ihn kümmern, bis Anna wieder zu Hause ist. Anna ist auf dem Polizeirevier. Sie erstattet eine Anzeige, weil ihr Auto gestohlen wurde. Heute muss Lisa auf ihre Nichte Lea aufpassen. Lea ist 6 Jahre alt. Sie ist schon sehr selbstständig. Man muss sie nicht ständig im Auge behalten. Lisa hat für die kleine Lea im Wohnzimmer eine DVD eingelegt. Lisa kümmert sich in der Küche um die Lasagne. Anna hatte sie schon vorbereitet. Sie muss nur noch in den Ofen. Ab und zu sieht sie ins Wohnzimmer. Lea sitzt ruhig auf dem Sofa und schaut den Film an. Es klingelt. Antonio ist mit dem Taxi angekommen. Lisa öffnet die Tür und geht ihm entgegen. Sie trägt den Koffer in Annas Wohnung im Erdgeschoss. Es sind zwar nur ein paar Stufen, aber Antonio darf noch nichts tragen. Jetzt komm rein und setz dich bitte zu Lea ins Wohnzimmer. Das Essen dauert noch ein paar Minuten. Doch als die beiden das Zimmer betreten, ist Lea verschwunden. Lea? Lisa sucht ihre Nichte. Die Balkontür ist offen. Sie wird doch nicht vom Balkon geklettert sein. Madonna mia, was für ein Tag! Erst wird das Auto gestohlen und jetzt wird Lea entführt. Das war sicher die Mafia oder die Freunde von Ben. Antonio liebt Kinder. Er macht sich große Sorgen. Wir müssen sofort die Polizei rufen. Lisa hat schon ihr Handy in der Hand. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür. Warum, was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür. Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm, ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei.
Polizeianzeige. Hallo, ist da die Polizei? Hier ist Lisa Weber. Meine kleine Nichte wurde entführt. Sie müssen sofort kommen. Ja, wir warten. Bitte, bitte machen Sie schnell. Lisa nennt den Beamten die Adresse. Sie sagen, Sie sind schon unterwegs. Wir sollen hier warten. Lisa ist völlig verzweifelt. Was soll sie ihrem Bruder Tom sagen? Sie sollte doch auf das Kind aufpassen. Und jetzt ist die kleine Lea verschwunden. Antonio ist leider keine große Hilfe. Er hat selber große Angst um Lea. Er sitzt auf dem Sofa und überlegt, wer das Kind entführt haben könnte. Waren es Freunde von Ben? Ben konnte es selbst nicht tun. Er ist im Gefängnis. Aber er hat viele kriminelle Freunde. Inzwischen ist Anna nach Hause gekommen. Sie hat den Autodiebstahl gemeldet. Jetzt muss sie noch viele Formulare ausfüllen. Das mache ich nachher. Jetzt müssen wir uns erstmal um Lea kümmern. Lisa hat Kaffee gekocht, aber keiner trinkt ihn. Alle sind nervös und ängstlich. Wo kann Lea nur sein? Tom klingelt an der Haustür. Anna lässt ihn herein. Er ist wütend auf Lisa. Was ist hier los? Wo ist meine Lea? Kannst du nicht mal ein paar Stunden auf das Kind aufpassen? Lisa weint. Sie hat doch den Film geschaut. Alles war gut. Nur ein kleiner Moment und da war sie schon weg. Die Polizeibeamten sind angekommen. Sie schauen sich ganz genau in der Wohnung um. Hier auf dem Balkon sind Fußspuren, aber nur kleine. Das Kind muss selbst über das Geländer geklettert sein. Wir glauben nicht, dass sie entführt wurde. Sie ist sicher weggelaufen. Haben Sie ein Foto? Tom gibt den Beamten sein Handy. Er hat dort viele Bilder von seiner Tochter gespeichert. Eins davon schickt er dem Polizisten sofort zu. Gut, das Bild versenden wir an alle Streifenwagen. Wir werden Ihre Tochter schon bald finden. Tom lässt sich nicht so leicht beruhigen. Ich sage euch, wenn Ben dahinter steckt, das gibt Ärger. Jemandem auf der Zunge liegen. Ihr habt bestimmt diese Sätze schon sehr oft gehört. Wie hieß der nochmal? Oder wie nennt man das gleich? Jemand möchte euch etwas sagen, kann sich aber nicht richtig ausdrücken, weil er es vergessen hat. Leonie war gestern im Kino und hat einen guten Film gesehen. Diesen Film will sie ihrem Freund weiterempfehlen. Er fragt sie, wer spielt denn die Hauptrolle? Leonie weiß es eigentlich, aber genau in diesem Moment fällt ihr der Name nicht ein. Sie denkt nach und versucht intensiv, sich an den Namen zu erinnern. Weißt du, er hat auch in Sherlock Holmes als Detektiv mitgespielt, sagt sie zu ihrem Freund. Dann überlegt sie weiter. Wie heißt er nochmal? Sein Name fängt mit B an. Bernd, Bernhard. Warte, sag nichts. Es liegt mir auf der Zunge.